Nach besonders klein und besonders groß kommt besonders mittendrin. Es geht also um Denkanstöße, was man mit normalen Platzverhältnissen machen kann. Dazu werden hier 7 Anlagen mit verschiedenen Konzepten vorgestellt. Sie sollen Ideen geben, wie man anders an die Modellbahnplanung herangehen könnte. Denn es geht um neue Ideen und nicht um neue Rechthabereien. Wer auf der Suche nach neuen Ideen ist, sollte also unbedingt weiter gucken. Aber wie immer gilt, glaubt nicht alles, was ich sage, und macht euch eure eigenen Gedanken. Gleich zu Anfang des Films der Hinweis: Über Likes und Kommentare freue ich mich ebenso wie über ein Abo. Wer nach dem Abonnieren das Glöckchen klickt, wird über neue Filme von mir automatisch informiert. Nach dem Intro geht's los. Als erstes stellt sich natürlich mal wieder die Frage, was sind mittlere H0-Modellbahnanlagen eigentlich genau? In meinen Augen sind das Single-Deck-Anlagen im Maßstab 1:87, die einen 10 bis 20 Quadratmeter großen Raum komplett ausfüllen. Überträgt man die Maße in TT, wären das etwa 7 bis 14,5 Quadratmeter. Bei Bedarf binde ich so eine Umrechnungstabelle mal in eins der nächsten Videos ein. Dachgeschoss ca. 3,50 Meter x 4,85 Meter. Rechte Rheinstrecke bei Linz, ca. 3,50 Meter x 4,85 Meter. So, hier ist wieder mal mein altbekanntes Thema, das Rheintal zwischen Linz und Erpel, diesmal auf einer vergleichsweise kleinen Modellbahnanlage, die im Teil 1 dieser Videoserie schon mal angesprochen wurde. Auch die von mir so geliebte Steilstrecke von Linz nach Kallenborn spielt hier im Prinzip eigentlich nur eine Nebenrolle. Sie schlängelt sich zwar ziemlich prominent durch den Raum und der Schattenbahnhof liegt schon außerhalb des Raumes, aber außer einem Taleinschnitt, der von einem Fußgängersteg überspannt wird, hat sie nicht wirklich viel zu bieten. Zu nennen ist vielleicht höchstens noch das dargestellte Karsbach-Viadukt. Außerdem ist der rechte Teil der Anlage nur über ein Schwenksegment zu erreichen. Deshalb würde ich die Steilstrecke heute nach dem Fußgängersteg in einem Vierteljahrt enden lassen. Dadurch wäre ein barrierefreier Zugang zu dem Fenster und den Gang rechts in der Anlage möglich. Bei vorbildgerechter Geschwindigkeit von 30 km/h in Epoche 4 wären die Züge zwischen den beiden Fußgängerstegen immer noch 62 Sekunden unterwegs. Das sollte eigentlich reichen. Auf der Hauptstrecke sind Züge je nach Geschwindigkeit zwischen 25 und 40 Sekunden sichtbar. Auch das soll eigentlich reichen. Abgesehen von den stellenweise recht engen Radien oben links in der Ecke halte ich diese Anlage für verhältnismäßig optimal. Das liegt aber an meiner Vorliebe für Bahnhofsköpfe und für freie Strecken. Im Vergleich dazu empfinde ich Bahnsteigbereiche unglaublich uninteressant. Und außerdem sind Bahnsteigbereiche sowieso immer zu kurz, egal wie lang man sie baut. Warum soll man diese Bahnsteigbereiche also nicht gleich ganz weglassen? Vielleicht ist das ja eine Folge der Reizüberflutung der heutigen Zeit, aber ich finde wirklich nichts Besonderes an Zügen, die in Bahnhöfen anhalten. Völlig anders nehme ich Züge in Bahnhofsvorfeldern oder Bahnhofsköpfen wahr. Ein Zug, der langsam durch ein Bahnhofsvorfeld fährt, ist für mich ein höchst angenehmes Schauspiel. Ever? Jede Jeck ist anders, jede wie ihr will. So, nachdem das geklärt ist, kommen wir jetzt zur Unterwelt. Die Steilstrecke findet ihr Ende in einem kleinen Schattenbahnhof auf der linken Seite der Anlage. Der Schattenbahnhof für die Hauptstrecke ist rechts oben in der Ecke. Auf den rund 3,85 Meter langen Gleisen können ein langer Zug oder mehrere kürzere Züge je Gleis Platz finden. Damit die Gleise so lang werden konnten, musste der Verteilerkreis links oben in die Ecke rücken. Dadurch war rechts unten in der Ecke bzw. am unteren Rand der Anlage eine Kehrschleife notwendig. Sie ist blau eingezeichnet. Wer will, könnte natürlich die Kehrschleife auch noch zu einem weiteren Schattenbahnhof ausbauen. Sicher ist so eine Anlage nicht jedermanns Fall, aber mir ist es zumindest lieber, die Züge fahren von A nach B als ständig im Kreis. Vollhorst an der Ische, ca. 3,50 Meter x 4,85 Meter. Auch diese Anlage war bereits in Teil 1 und Teil 13 dieser Videoserie zu sehen. Die Aspekte der Betrachtung waren damals im Wesentlichen die Eingleisigkeit der Hauptstrecke. Thema dieser Anlage ist im Wesentlichen eine eingleisige Hauptstrecke, die in einem Bahnhof von einer eingleisigen Nebenstrecke bzw. Steilstrecke berührt wird. Deshalb habe ich am oberen Rand des Planes eine Höhenentwicklung der Dachschräge eingezeichnet. Sie beginnt ganz oben bei 1 Meter und setzt sich dann in 10 cm Schritten weiter fort. Zur besseren Unterscheidung von anderen Projekten habe ich ihr mittlerweile den Namen Vollhorst an der Ische, oberer und unterer Bahnhof gegeben. Die hier zu sehende Hauptstrecke ist schon eine sehr, sehr alte, die noch aus Epoche 1 stammt.
Wer Teil 6 dieser Videoserie noch im Kopf hat, wird wissen, dass der Verlauf der Bahnstrecken damals im Wesentlichen von den topografischen Gegebenheiten und nicht von der Lage der Dörfer und Ortschaften abhing. Entsprechend lag der Bahnhof des Ortes Vollhorst im Ischetal. Dummerweise lag damals nur der Bahnhof im Ischetal, der Ort selbst lag außerhalb des Tals. Allerdings gab es im Ort einige Industrieunternehmen, die dringend auf einen Bahnanschluss angewiesen waren. Dies führte zum Bau einer Stichstrecke, die damals technisch durchaus herausfordernd war. Herausfordernd war es vor allem deshalb, weil die Loks damals noch viel zu schwach waren, um schwerere Züge den Berg hinaufzuschieben. Deshalb wurden schwerere Züge im unteren Bahnhof geteilt und jeweils eine Hälfte wurde separat den Berg hinaufgeschoben. So kam das KUKA Vollhorst also zu 2 Bahnhöfen. Der Schattenbereich der Anlage folgt weitgehend den von mir bekannten Gestaltungsmerkmalen der Schattenebene. Deshalb spare ich mir weitere Erklärungen. Steilstreckenfans könnten sich bei dem Ort Vollhorst an der Ische durchaus an Eibenstock in Sachsen erinnert fühlen. Die Ähnlichkeiten sind aber nur rein zufällig, versteht sich. Rechte Rheinstrecke bei Braubach, ca. 3,50 Meter x 4,85 Meter. So, das war jetzt aber auch wieder genug große weite Welt für mich. Zurück ins Mittelrheintal. Das Braune, das aussieht wie ein kaputter Karabinerhaken, ist die rechte Rheinstrecke. Aber die ist, wie üblich bei mir, nur der Nebendarsteller. Der Hauptdarsteller ist in Rot eingezeichnet. Es ist die 750 mm Feldbahn der Blei- und Silberhütte in Braubach. Diese 750 mm Schmalspurbahn teilte sich eine Trasse mit der 1000 mm Schmalspurbahn der Nassauischen Kleinbahn. Mitten durch den Ort lief also ein Dreischienengleis im Straßenplan. Genau mein Thema. Damals war das Dreischienengleis schon ausgebaut, weil die Nassauische Kleinbahn da nicht mehr existierte. Also gemeint ist das 1000 mm Netz der Nassauischen Kleinbahn. Die 750 mm Feldbahn der Blei- und Silberhütte in Braubach gehörte ja letztendlich auch zur Nassauischen Kleinbahn. Wer sich nicht vorstellen kann, wie das damals in Braubach ausgesehen hat, sollte mal in der Google-Bildersuche die Begriffe Nassauische Kleinbahn und Braubach eingeben. Dann sollte er normalerweise Bilder finden, die das darstellen. Ein entsprechender Link wird auch in der Videobeschreibung sein. Falls möglich, werde ich auch eine Infokarte oben rechts in der Ecke setzen, die direkt auf die Google-Bildersuche verlinkt. Zum Betriebsablauf lässt sich etwa Folgendes sagen. Blei wurde im Hafen oben links in der Ecke angeliefert, auf die Feldbahn umgeladen und vom Hafen zum Bahnhof transportiert. Dabei durchquerte der Feldbahnzug eine parkähnliche Anlage. Nach Überquerung der B42 gelangte der Zug in den Bahnhof der Nassauischen Kleinbahn. Dort setzte sich die Lok, eine HF 130C, ans andere Ende des Zuges. Nun setzte sich der Zug wieder in die Richtung in Bewegung, aus der er gekommen war. Das heißt, er überquerte die B42 wieder, fuhr ein paar Meter am Rheinufer entlang und überquerte die B42 noch einmal. Direkt danach unterquerte er quasi fast in Tateinheit die rechte Rheinstrecke. Nun ging es im Straßenplan um der Rhein- und später der Brunnenstraße hinauf zur Blei- und Silberhütte an der Emser Straße. Dort wurde der Zug entladen, mit anderen Materialien beladen und fuhr wieder zurück Richtung Hafen. Weil die Hauptstrecke bei dieser Anlage wirklich so dermaßen der Nebendarsteller ist, will ich die sogar im Automatikbetrieb laufen lassen. So, und hier ist der Schattenbereich der Anlage. Im Prinzip ist es auch nichts Neues, aber ich habe diesmal einen Gleiswendel eingebaut. Das liegt bzw. das lag daran, dass ich einfach ein paar Meter mehr sichtbare Strecke haben wollte und die rechte Rheinstrecke ja wirklich fast gefällefrei ist. Um möglichst nah am Vorbild zu bleiben, fällt in diesem Fall natürlich die Option der Rampen weg. Andererseits müssen im Schattenbahnhof Möglichkeiten sein, die langen Züge, die auch auf der Rheinstrecke verkehren, unterzubringen. Und da blieb in diesem Fall eben einfach nur ein Gleiswendel. Hier noch ein Blick auf die 3D-Darstellung der Anlage aus verschiedenen Blickwinkeln. Eingleisige Hauptstrecke und örtliche Industriebahn, ca. 3,50 Meter x 4,85 Meter. Eine reine Fantasieanlage ist die hier gezeigte einspurige Hauptstrecke mit angeschlossener Industriebahn. Ziel war es auf der Hauptbahn, hier braun eingezeichnet, eine möglichst lange, nicht unterbrochene Fahrtstrecke zu sehen. Um dieses Ziel zu erreichen, meandert die Hauptstrecke regelrecht durch den Raum. Oben rechts in der Ecke ist ein kleiner Bahnhof mit Übergabestelle an die örtliche Industriebahn, die hier blau eingezeichnet ist. Auch das kleine BW der Industriebahn ist oben rechts in der Ecke. Der Hauptkunde der Industriebahn sitzt auf der Mittelzunge etwa in der Mitte des Raumes. Das mittlerweile etwas beengte Industriegelände einer Zahnradfabrik oder einer beliebigen anderen Fabrik bietet viele Rangiermöglichkeiten.
Der große gleisfreie Bereich unten links auf der Mittelzunge ist als Wartungsluke für den darunter liegenden Schattenbahnhof gedacht. Ansonsten ist auf der linken Seite der Anlage noch ein kleines Industriegebiet, das die Zustellung von verschiedenen Güterwagen ermöglicht. Das war es zum sichtbaren Teil der Anlage, kommen wir nun zum Schattenbereich. Wie eben bereits angesprochen, befindet sich auf der Mittelzunge eine Kehrschleife mit darin liegendem Schattenbahnhof für Wendezüge und Übergabegüterzüge, eben kurze Züge. Ansonsten sind es auch wieder meine Standardelemente für den Schattenbereich. Ein Verteilerkreis und ein sequenzieller Schattenbahnhof. Für Analogfans, die analoge Steuerung eines sequenziellen Schattenbahnhofs hatte ich bereits in Teil 16 dieser Videoserie angesprochen. Eine Infocard mit dem Link zu diesem Teil der Videoserie sollte oben rechts im Bildschirm erscheinen. Ansonsten ist der Link auch in der Videobeschreibung zu finden. Außerdem nochmal ein kurzer Blick auf die dreidimensionale Darstellung der Anlage aus verschiedenen Perspektiven. Gleispläne von Modellbahning.de, dem Partnerblog dieses YouTube-Kanals. Die Lavanttalbahn in H0, ca. 2,50 Meter x 5,30 Meter. Hier zu sehen ist die Lavanttalbahn, eine sehr schöne Anlage, die nach realem Vorbild geplant wurde. Neben Personenverkehr gibt es auch viel Güterverkehr. Letztendlich wollen die beiden dargestellten Industriebetriebe auch mit Rohstoffen versorgt werden. Letztendlich gibt es zu der Anlage so viel zu sagen, dass ich wirklich nur auf den Link verweisen kann. Er findet sich unten links in diesem Bild, in der Videobeschreibung und oben rechts in einer Infokarte. Auf modellbahning.de befindet sich eine sehr detaillierte Beschreibung dieser Anlage. Nebenstrecke zum Endbahnhof mit dem Märklin-C-Gleis, 5 Meter x 3,40 Meter. Die Anlage Nebenstrecke zum Endbahnhof von modellbahning.de ist auch wieder ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man auch in einem kleinen Raum eine sehr lange Fahrtstrecke hinbekommen kann. Also eine ideale Anlage für Fans kurzer Züge mit langen Fahrzeiten. Speziell Güterzüge mit Personenbeförderung oder Personenzüge mit Güterbeförderung kann ich mir auf dieser Anlage wirklich sehr interessant vorstellen. Insgesamt ist das eine Anlage für den charakterlich gereiften Modellbahner, der weniger Quantität und mehr Qualität braucht. Auch hier gilt wieder, mehr Informationen gibt es unter der Webadresse im Bild. Sie ist aber auch als Link in der Videobeschreibung und als Infocard oben rechts im Bild. Point-to-Point mit dem Märklin-C-Gleis, 3,60 Meter x 2,60 Meter. Diese Anlage ist als schnell zu bauendes und kostengünstiges Point-to-Point-Projekt angelegt. Auf den ersten Blick wirkt es wie eine Spielbahn, aber die Bahnanlagen entsprechen in Größe und Art ziemlich genau den Klein- und Lokalbahnen der Epochen 1C bis 3a. Wer also frühe Eisenbahnfahrzeuge auf Nebenstrecken einsetzen will, der könnte in diesem Plan eine ziemlich gute Grundlage finden. Genauere Informationen zu den Modellbahnepochen findet ihr übrigens in Teil 6 dieser Videoserie. Den betreffenden Link findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung und in der Infocard oben rechts in der Ecke. Weiterführende Informationen gibt es natürlich wieder auf modellbahning.de bzw. über die Links in der Videobeschreibung und der Infocard oben rechts in der Ecke. So, was darf es denn sonst noch sein? Aber bitte bleibt realistisch, das Thema muss innerhalb einer Woche inhaltlich verarbeitbar sein und es muss auf einer Modellbahn darstellbar sein. Und nicht vergessen, bitte bewerten, abonnieren, Glöckchen anklicken, meine anderen Videos und die Videobeschreibung beachten.